Seltene Bugatti-Oldtimer. Die ersten Hybride in Europa. Oder Wasserstoff als Antrieb der Zukunft. Ein Besuch im Museum Autovision bei Hockenheim ist ein Kurzstudium in Fahrzeugtechnik und Geschichte. Wir waren auf einem Roadtrip von München nach Paris zu Besuch und haben eine Privatführung von Museumsdirektor Horst Schulz bekommen. Unsere Jugend kann hier Quiz machen mit den Schiebesteinchen. Das ist Hybrid-Quiz, das ist Wasserstoff-Quiz. Und schon sind wir in der Hybrid-Abteilung. Hybrid-Technologie, Einblicke und Ausblicke. Okay, das heißt, wo geht es los? Das geht los mit dem allerersten Hybrid, der nach Europa kam. Haben wir von Toyota Importgesellschaft in Belgien bekommen. Das ist der mit der ersten Fahrgestellnummer. Der Prius, ja. Den Prius, das ist das verrückteste Auto. Das ist nämlich der private Dienstwagen vom Herrn Piech. Ah, wirklich? Jetzt ist er tot und holt ihn nicht mehr ab. Ja, ja. Aber jetzt können wir ihn auch ärgern, indem wir nämlich gezeigt haben, wie wahnsinnig er elektrische Leistung haben wollte und hat nämlich wassergekühlte Bleibatterien eingebaut. Die waren mit 90 Grad heißem Kühlerwasser vom Dieselmotor gekühlt. Und es wäre die Batterie auf 220 Grad angestiegen und geschmolzen. Okay, wow. Mit dem ist er auch nur zweimal im Jahr zu seiner Familie nach Salzburg gefahren. Ja. Den Audi Duo. Wie viel Kapazität hat diese Batterie? Da bin ich im Moment überfragt. Okay, Zwei von diesen Blöcken sind da drin, bleischwer, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, weil wenn ich jetzt überlege, heute ist in jedem Auto ein Mild-Hybrid oder Mild-Hybrid drin, der eine 48 Volt Bordnetzbatterie noch dazu hat, so ein kleines Ding dann. Und das hat wahrscheinlich sogar weniger Kapazität als so ein modernes. Wahrscheinlich, ja, ich gehe davon aus. Und hier haben wir ein Gewinnerauto. Lustig aus. Das ist das erste Gewinnerfahrzeug in der Vergleichsfahrt, der internationalen Vergleichsfahrt in Schottland. Das ist ein Honda Insight. Der hat deswegen gewonnen mit dem niedrigsten Verbrauch von allen Hybriden, die angetreten sind. Ja. Er hat einfach gewonnen dadurch, weil er die leichteste Bauart ist, indem er fast nur aus Magnesiumbauteile besteht. Okay. Ja. Und ein ganz einfacher Parallelhybrid. Okay, eine Sache hätte er aber nicht gewonnen, und zwar ein Schönheitswettbewerb. Nein, absolut nicht. Deswegen sage ich immer, das hässlich grüne Auto ist eigentlich ein Gewinner. Ja. Und das ist das seltenste Fahrzeug von den ganzen Hybriden, die wir haben, ist nämlich ein Dieselhybrid. Ein Dieselhybrid. Nur 2 serienreife, fahrbereite Autos sind gebaut worden. Eins steht bei uns als Dauerleihgabe, das zweite steht im Entwicklungszentrum von Detroit, von General Motors. Okay, ich habe schon gedacht in Rüsselsheim, aber nein, in Detroit. Okay. Rüsselsheim hat gar nichts. Okay. Die haben ein großes Depot, Ja. aber kein Museum. Ach, cool. Die haben wir immer gehofft, noch als zu Opel und General Motors Zeiten ein großes Museum zu bauen. Ich war mehrfach in deren Depot, die haben ungefähr 300 Autos. Aber es gab nie ein Konzept, es gab nie Geld, um ein wirkliches Museum zu machen, ein öffentlich zugängliches Museum. Es ist und bleibt immer noch ein Depot, jetzt ist es PSA oder Stellantis mittlerweile. Stellantis mittlerweile hat kein Mensch mehr Interesse an die alten Opel-Dinge. Ja, aber wenn Leute nicht wissen, was Hybrid eigentlich bedeutet, haben wir hier ein Demo-Modell, auch für Kinder. Hier können Sie auf die Knöpfe drücken und sehen, wann welche Maschine gemeinsam läuft und wann Rekuperation passiert. Wir erzählen das auch immer den Schülern. Wann macht überhaupt ein Hybridauto Sinn? Nur dann, wenn man mit dem Auto alternativen fährt. Das heißt, mit vielen Ampeln zu überwinden und so weiter. Wenn man damit nur in Urlaub fahren möchte oder nur auf der Autobahn zur Arbeit fährt, sollte man sich bitte lieber ein kleines Dieselfahrzeug kaufen. Aber wenn man im städtischen Bereich unterwegs ist, dort wo sehr viele Ampeln sind, dann kann man den großen Vorteil von Hybridtechnologie wirklich mitnehmen. Und zwar, indem man die ungünstigen Fahrmomente für Internal Combustion Maschinen überspringt. Das Anfahren, da ist der Wirkungsgrad ja bis zu 12% nur. Bis er in den mittleren Drehzahlbereich zum Drehmoment Maximum kommt, haben wir 30%.
Und das wird überbrückt mit einem Elektromotor, der immer 95% Wirkungsgrad hat und das Drehmoment bei Drehzahl 0 hat. Okay. Und die Energie, die dieser Elektromotor benötigt, haben wir eigentlich durch Rekuperation gewonnen, durch Bremsenergie. Ja. Das ist ja der erste physikalische Energiesatz. Energie kann man nicht verlieren, man kann Energie nur umwandeln. Bisher haben wir beim Bremsen das umgewandelt in Wärme, die ist uns Verluste gegangen. Jetzt können wir generatorisch bremsen, nehmen diese regenerative Energie, indem wir sie einladen in Batterien und steht somit beim nächsten Anfahren für die ungünstigen Zyklen kostenlos zur Verfügung. Und da kommt das wirkliche Einsparpotenzial von Hybridtechnologie herkommen. Ganz genau, ja. Das müssen wir denen immer ganz langsam erklären. Ja. Dann fragen wir immer, wo arbeitet denn dein Vater? Wenn er beim Daimler arbeitet, muss er ja 80 Kilometer auf der Autobahn fahren. Ja. Bitte nie ein Hybridfahrzeug kaufen. Wenn er beim EVO-Bus in Mannheim arbeitet, hat er 18 Ampeln, die er überwinden muss. Und da kann er wirklich Geld einsparen durch Rekuperieren und durch das Hybridisieren. Genau, ja, weil sonst schleppt man nur unnötiges Gewicht mit sich rum. Genau, ja. Weil das Gewicht, das haben wir übrigens mal analysiert, indem wir insgesamt 40 Prospekte durchgerastert haben und festgestellt, alle Hybride liegen zwischen 365 Kilo und 455 Kilo, die man für Batterien braucht, für den Motor, Generator und für den Umrichter. Man braucht ja einen 4-Quadranten-Umrichter, die liegen auch allein schon bei 40 bis 50 Kilogramm. Und so kommt das Gesamtgewicht zusammen, kommt immer noch darauf an, wie groß ist die Batterie, die man mitschleppt. Wenn es ein Mild ist, ist er halt kleiner, wenn es ein Vollhybrid ist, ein bisschen länger, ein bisschen größer. Ja. Aber dann haben wir natürlich eine ganze Abteilung, 200 Jahre Batterieentwicklung. Und deswegen, man darf Hybridisierung nicht alleine betrachten über die Motoren, sondern über die Energiefrage. Dazu gehört eben auch die Situation Batterien. Nicht nur bei Vollbatteriefahrzeugen, sondern auch schon bei Hybridfahrzeugen ist es wichtig zu wissen, welches Problem man haben könnte, weil Batterien sind eben Dinge, die sich auch verzehren. Dann heißt es doch, normalerweise merkt man gar nichts. Dann sage ich immer, aber das merkt man daran, weil bewegen tun da drinnen nicht sich die Elektronen, sondern Ionen. Und Ionen nehmen bei jedem Lade- und Entladevorgang Material mit. Elektronen tun das nicht. Okay. Und deswegen gibt es nur ein System, wo man Elektrizität sammeln kann, speichern kann, ohne dass man über millionenfache Ladung, Entladung irgendwann mal eine Kapazität verlieren könnte. Wissen die Leute dann auch nicht, das ist der Kondensator. Weil der Kondensator, der lädt Elektronen ein und lädt Elektronen wieder aus, verliert nie eine Kapazität. Aber jede Batterie, die wir in 200 Jahren entwickelt haben, verliert seine Kapazität durch das Zyklisieren, durch das Laden und Entladen. Das merken wir an unseren Smartphones. Nach einem Jahr, nach 2 Jahren hat man irgendwie nur noch den halben Tag Akku. Genau das erkläre ich immer anhand der Smartphones, weil unsere Zielgruppe sind Oberstufen-Gymnasien und die haben dann natürlich alle ein Smartphone in der Tasche. Wenn Sie auch noch ungläubige Fragen stellen, sage ich immer, schaut mal eure Kapazität Ihrer Handys an. Im ersten Jahr könnt ihr eine Woche datteln. Im zweiten Jahr 2-mal laden in der Woche. Im dritten Jahr jeden Tag. Ja, das heißt doch, deswegen geht es doch immer noch. Aber die Kapazität ist nicht mehr da, die hat sich reduziert. Und deswegen muss man das, dann erklären wir ganz langsam, was eigentlich eine Batterie ist. Wir sprechen immer von einer Batterie und versuchen den Leuten klarzumachen, dass es sich gar nicht um einen Elektrizitätsspeicher handelt. Ah doch, das ist doch alles elektrisch. Wir fahren doch dann elektrisch. Dann habe ich gesagt, ja bitte, gespeichert wird keine Elektrizität. Das ist ein chemischer Speicher. Das müsst ihr einfach mal inhaltlich verstehen, weil ein Elektrizitätssammler verliert keine Kapazität. Aber der chemische Speicher, und das sind ja nicht die Elektronen, die sich da bewegen, sondern die Ionen, was ich vorhin schon gesagt habe. Deswegen da findet immer ein gewisser Materialtransport statt. Und das ist das Altern und Reduzieren der Kapazität. Das muss man in Kauf nehmen. Aber ich sage immer, wir müssen mit unseren Batteriekapazitäten umgehen, sparsam umgehen. Wir werden immer Batterien an Bord brauchen. Jetzt bei Hybridfahrzeugen
aber nicht versuchen, jetzt die Autos voller Batterien packen und nur noch elektrisch fahren wollen und trotzdem 1000 Kilometer erreichen wollen. Dann haben wir 1 Tonne oder 2 Tonnen Batterien dabei. Wasserstoff, Brennstoffzelle. Dann erklären wir immer, eine Brennstoffzelle braucht dringend auch eine Batterie, weil die Brennstoffzelle kann keine Rekuperationsenergie zurücknehmen. Sie erzeugt nur Strom, aber kann nie und nimmer die Bremsenergie zurücknehmen, wie das bei Hybridfahrzeugen gemacht wird, indem die Batterie das aufnimmt. Deswegen braucht jedes Brennstoffzellenfahrzeug auch immer eine kleine Batterie an Bord. Aus 2 Gründen. Erstens, um die Rekuperationsenergie aufzunehmen und zweitens, auch ganz, ganz wichtig, weil auf der Erde gibt es keine neuen Elemente. Wir müssen die nehmen, die wir haben. Und eine Brennstoffzelle hat auch ein rares Teil in sich, und zwar Platin. Okay. Die Anoden sind Platin, ist sehr teuer, deswegen sind Brennstoffzellen auch relativ teuer. Man könnte aber logischer und ökonomischer vorgehen, indem man immer mittelgroße Batterien mitnimmt bei Brennstoffzellenfahrzeugen, um die Anfahrenergie nicht aus Brennstoffzellen herausnehmen muss, sondern aus den Batterien, die ja sowieso aufgeladen werden durch die Rekuperation der Bremsvorgänge. Weil diese Bremsenergie nehmen die Brennstoffzellen nicht an. Und somit hat man 2 Fliegen mit einer Klappe. Man hat die Anfahrmomente überbrückt mit den Batterien und Elektromotoren und gleichzeitig kann man die Brennstoffzelle kleiner machen, nur für den kontinuierlichen Nachladebedarf und braucht damit nicht alle Fahrzyklen in Vorbereitung haben, wie bei Motoren. Bei Motoren haben wir auch große Motoren, um schnelle Überholvorgänge zu erreichen, das Beschleunigen, Hochbeschleunigen. Beim normalen Fahren mit 120 auf der Autobahn brauchen wir die Motorleistung nicht. Da brauchen wir keine 450 PS. Und genauso ist es auch bei Brennstoffzellen. Warum sollen wir die denn vollpacken mit großen Brennstoffzellen, um viel Leistung zu haben für die kurzen Momente beim Überholen oder Kickdown und was weiß ich. Das kann man mit den Batterien machen. Und für den Normalbetrieb, im Floating-Betrieb, deswegen kann man da wesentlich ökonomischer und billiger Brennstoffzellenfahrzeuge bauen mit weniger Platin. Deswegen, diese Erkenntnislage ist in der Autoindustrie leider noch nicht eingetreten. Wir denken immer noch, die Leute wollen Reichweiten, also müssen wir mehr Batterien reinpacken. Statt 40 Kilowattstunden brauchen wir jetzt 80 Kilowattstunden, 100 Kilowattstunden gibt es auch schon, habe ich gelesen. Aber dann kostet ein Batteriesatz 85.000 €, wenn die Grätsche macht. Und ich meine, es ist ja nicht so, als würde die Autoindustrie nicht Wasserstoff als Alternative auch behandeln. Ich glaube, aber Sie gehen mal in den nächsten Raum. Ich muss schon mit der Autoindustrie fürsorglich umgehen, sage ich mal, und immer die Hand heben. Wir sind eine gemeinnützige Stiftung und wir präferieren gar nichts, keine Marke, gar nichts, auch kein System, sondern wir versuchen nur junge Leute darauf vorzubereiten. Das, was wir hier zeigen, ist der Fingerzeig, was ihr machen könntet. Machen müsst ihr es selber. Ich mache gar nichts mehr. Ich bin Rentner. Ich fahre mit dem, was ich habe, Turbodiesel. Das ist soweit okay für mich, für das bisschen, was man fährt. Aber wir müssen euch ganzheitlich darauf vorbereiten. Ihr müsst an alles denken und nicht nur denken, jetzt machen wir Batteriefahrzeuge. Tesla, Elon Musk ist mein großer Gott. Der sagt uns immer, was richtig ist. Nein. Er kann noch nicht mal so weit denken, dass wir noch nicht mal genügend Lithium haben werden für 1,1 Milliarden Autos, die heute einen Verbrennungsmotor haben. Weil die Rohstofffrage ist ja mehrfach von großen Weltorganisationen gescreent worden. Und wir haben festgestellt, wir haben ungefähr für 220 bis 240 Millionen Autos, die im Mittelmaß 45 Kilowattstunden an Bord brauchen. Für so viel hätten wir Material. Und das ist aber ja nicht nur Autos mit Batterien ausgestattet. Wir haben ja noch ganz viele andere Geräte, die auch Batterien haben wollen. Wir haben ganz genau, jedes Smartphone braucht Batterien, jede Taschenlampe braucht Batterien und so weiter. Deswegen sage ich immer, wir müssen sorgsam mit den Ressourcen unserer Erde umgehen, weil eins müssen wir gelernt haben, schon in der Mittelstufe der Gymnasien, dass unsere Elemente, die wir immer an der großen Elementtafel haben, das sind ziemlich alle, die wir kennen, aber es kommt keine dazu.
Und in der Menge verändert sich auch nichts, weil die Erde ist rund, da kommt nichts Neues rein. Es sei denn, wir haben mal Meteorit-Einschläge. Und da kommen irgendwelche neuen Elemente da kommt auf aber die auch Erde nicht viel. gespült. Deswegen, wir müssen sorgsam damit umgehen. Ja. Bei Öl, Gas machen wir es aus Environmental Gründen, aus Umweltgründen und sagen, ja, es wird sowieso knapp. Besser, wir hören vorher auf, bevor noch das Klima kollabiert. Und genauso müssen wir uns jetzt mit anderen Elementen sorgsam verhalten und auch das Sinnvollste machen, dass es für alle wieder reicht. Sonst gibt es nämlich neue soziale Spannungen. Wie wollten wir dann erklären, dass jetzt nur noch 1/5 aller Menschheit noch Autos fahren können? Ja. Weil wir nicht mehr genügend Kobalt haben, nicht mehr genügend Lithium haben. Das ist auch nicht fair. Deswegen sage ich, wir müssen es immer von oben nach unten denken, nicht nur jammern, wir wollen gleich und sofort das Klima retten, wir müssen langfristig das strukturell angehen und die richtigen Entscheidungen treffen und versuchen, als kleines Land sind wir nur mit 2,4% am Umweltschaden beteiligt, aber wir könnten als Vorzeigenation den anderen zeigen, was möglich ist. Und so ist es ja hier aufgebaut, dass wir den jungen Leuten eigentlich nur einen Impact geben. Weil denken müssen sie schon selber. Weil sie müssen es nämlich später für ihr eigenes Leben, in der Mitte ihres Lebens selber machen. Genau. Nicht mehr wir. Und gegebenenfalls was Neues entwickeln. Zum Beispiel. Ja. Ne? Ja. Und so ist es aufgebaut. Wir haben also Schnittfahrzeuge, sehen Sie, von der Autoindustrie, freundliche Leihgaben. Wir haben Fahrbereite von Koreanern bekommen, auch vom Präsidenten übergeben. Vom Präsidenten? Der war nur 2 Minuten da zu übergeben für ein Pressebild. Und lässt es hier stehen, war noch vollgetankt, voller Wasserstoff. Okay, ja, sehr schön. Da fahren wir ab und zu hier unten rum und kommen nur ein paar Wassertropfen raus. Richtig, genau. Ja. Wir haben aber auch vom BMW ein Wasserstoffauto, das einmal um die Welt mit Wasserstoff gefahren ist. Ja. Einer von diesen 3 Fahrzeugen mit einem 12-Zylinder Keramik-Wasserstoffmotor. Aber wir haben etwas, da haben wir lange kämpfen müssen. Ein H-Tron. Ein H-Tron, klingt nach Audi. Das wollten sie uns 1,5 Jahre nicht geben, weil wir haben das gesehen in Amerika. Ich habe ein Wasserstoffbuch geschrieben und habe auch die Bilder schon mit reingenommen. Aber davor standen auch, VW hat sich immer geweigert, nein, wir wollen in Deutschland das gar nicht zeigen, die sollen unsere Batteriefahrzeuge kaufen und so weiter. Kamen dann Vorstände zu mir vor einem Jahr, Herr Schulz, wir bräuchten mal wieder was von Ihnen. Und zwar, Sie wissen, 150 Jahre NSU-Jubiläumsjahr. Wir machen im Audi-Standort Neckarsulm eine große Sonderausstellung. Können wir von euch historische Fahrzeuge haben? Aha, okay. Dann habe ich gesagt, ja, nicht alle. Und wenn, jetzt, Sie kennen ja das Wort Win-Win, ja, klar. Ich hätte da was im Kopf. Sie suchen sich was aus, ich nehme jetzt gar keinen Einfluss und ich brauche gar nichts aussuchen, ich kriege diesen Hardtron, den ihr in Las Vegas gezeigt habt. Nee, der VW-Konzern ist dagegen, wir dürfen nur das zeigen, was im Moment auf den Bändern ist, Batteriefahrzeuge. Wenn wir jetzt auf einmal ein Brennstoffzellenfahrzeug mit großer Batteriepack noch zeigen, das war das Einzigste, weil dieses Ding ist ja entstanden, das wissen Sie, in Amerika war vor 2,5 Jahren eine Wasserstoff Innovation Lab Ausstellung. 11 chinesische Hersteller zeigen Brennstoffzellenfahrzeuge. 11. 2 amerikanische, 2 Japaner und 2 aus Korea. 0 aus ganz Europa. Wahnsinn. Nicht Stellantis, kein Mercedes, kein BMW, kein Audi, kein VW. 0. Dann haben die das natürlich schon gesehen, die Anmeldung. Dann hat der VW-Konzern auf die Schnelle entschieden, nicht VW hat ja kein Kompetenzzentrum, aber die Audi hat in Neckarsulm ein Kompetenzzentrum. Die Mercedes haben das in Nabern, da wo unser A-Typ her ist. Die haben alle das. Auch BMW hat ein Kompetenzzentrum. Natürlich haben alle, sage ich mal. Nee, das bringen wir jetzt nicht. Ich sage jetzt mal nichts mehr. Aber mit Auflagen habe ich es bekommen. Ich verstehe die Autoindustrie, ich bin selbst Unternehmer. Wir müssen gucken, dass EBIT stimmt und so weiter. Aber ich habe dann immer gesagt, hier geht es um was anderes. Hier ist es eine Lehrausstellung. Und es wäre unfair, wenn wir der Jugend verschiedene
Möglichkeiten und Chancen, die es jetzt schon angedacht gibt. Die sind ja noch nicht serienreif fertig, aber dass Sie darüber nachdenken, wo der Sinn ist, wie man zum Beispiel die Rohstoffe einsparen kann. Sie sehen eine relativ kleine Brennstoffzelle. Eine koreanische Brennstoffzelle ist doppelt so groß. Okay. Wir haben dafür aber keine Batterien für die Rekuperation. Ja. Das ist eine, hiermit kann man Kickdown machen, man kann die ganzen Anfahrsachen machen und die Brennstoffzelle ist vom Sizing her nur für das Floaten gedacht. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, was ist jetzt alles Brennstoffzelle? Das ist Brennstoffzelle. Der Kasten? Und das ist Batterie. Ne? Und das sind die 2 Carbon-Tanks. Und das ist das, was Sie eben meinten mit die Zukunft 2050? Ja. Wobei man kann das sehr unterschiedlich machen. Wenn es eng wird mit Batterien, kann man noch Zwischenformen finden. Ja. Mit Verbrennern, sage ich immer, ganz schwierige Sache. Wasserstoff macht da wenig Sinn. Man kann für Nischenzwecke den Wankelmotor wieder reaktivieren, weil der Wankelmotor kann problemlos Wasserstoff verbrennen, weil es gibt keine irreguläre Rückzündung an Auslassventile. Weil Auslassventile ist ja bei unseren heutigen Motoren das Teil, das heißer ist. Das Auslassventil ist immer heißer wie die Verbrennungsgase selbst. Beim Kohlenwasserstoffverbrenner von Benzin und Diesel macht das gar nichts aus. Die glühen ja schon fast bei Hochleistungsmotoren. Aber bei Wasserstoff wäre das destruktiv. Da würde es irreguläre Zündung geben, bevor der Verdichtungspunkt erreicht ist. Damit macht man den Wirkungsgrad kaputt. Und deswegen kann der Kreiskolbenmotor da wieder punkten, weil er keine Ventile hat. Verstehen Sie? Es gibt keine Stelle in einem Kreiskolbenmotor, das heißer sind wie die Verbrennungsgase. Deswegen, wir sind ja auch die weltweit einzige Wankelausstellung, deswegen kennen wir auch die ganzen Feinheiten, auch ganz moderne Sachen. Wir haben ja vom Torpedomotor mit 650 PS bis kleinsten Dingen da. Und auch die Zukunft wird ja auch schon gezeigt, aber ist ein Nebenthema. Das ist nicht für Schüler, das ist mehr für Maschinenbaustudenten. Aber auch die Autoindustrie kommt alle regelmäßig zu uns. Das ist sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir über die Zukunft gesprochen. Jetzt müssen wir noch einmal einen Sprung zurück machen. Ich habe gesehen, es gibt ja auch ein paar alte Bugattis und ich bin Fan von alten Bugattis. Back to the roots. Die müssen wir uns auf jeden Fall mal angucken. Aber Sie wissen, warum wir hier einen roten Teppich haben. Das sieht man von oben. Der rote Teppich symbolisiert eins bei uns schon seit 20 Jahren. Wir sind die einzigste Stelle auf der Welt, das jedes Jahr immer das verbrauchsgünstigste Fahrzeug mit Straßenzulassung ausgestellt hat. Wir haben angefangen mit 2 Liter vor 22 Jahren, dann den 1 Liter vom Piech. Das war ziemlich noch ein Theater mit dem VW-Forschungsleiter Schubert. Weil sie haben ja nur 2, den schwarzen und den silbernen. Ich habe den silbernen gehabt, 2 Jahre. Dann habe ich den Professor Schubert selber angerufen und gesagt, passen Sie auf, können Sie das Ding wieder abholen? Nee, Sie machen so ein Theater, um das Ding zu kriegen. Wir wollten es ja gar nicht hergeben, steht bei uns im Forschungszentrum auf dem Protest in der Eingangshalle. Und jetzt wollen das nicht mehr. Was ist denn das? Das ist schon fast boniert. Dann habe ich Ihnen das nochmal erklärt. Also, wir sind ja kein Autohaus, wir sind dem Fortschritt verpflichtet. Und so hatte ich einen 0,5 Liter. Aktuell habe ich einen 0,1 Liter, immer auf 100 Kilometer. Wow. 0,1 Liter. Aber wird wahrscheinlich im September, Oktober geändert. 0,05 Liter ist in der Mache vom Forschungszentrum CERN in Genf. Ich wollte gerade sagen, bestimmt ein paar Studenten. Das ist Fraunhofer. Die ganzen Sponsoren sind drauf. Hat eine Straßenzulassung. Angela Merkel hat es ja gestartet am Brandenburger Tor. 3000 Kilometer durch ganz Europa. Ne? Danach kam es zu uns. Features only 2. Und gedacht war es, das kommt ins Deutsche Museum. Aber die Frau Radlick, kennen Sie wahrscheinlich in München, hat mich angerufen, Dr. Radlick. Die macht das an der Wiesn da, die Ausstellungszentrum. Herr Schulz, Sie machen doch so in der Zukunft rum. Ich wüsste gar nicht, wo ich das bei mir integrieren könnte. Kann ich das bei euch vorbeischicken? Ja, sofort. Kriegt sogar einen roten Teppich. Ne? Cool. So, jetzt kommt aber Bugatti. Der hat ja das Mazda-Museum in Augsburg. Das ist hat aber nur Mazda. Aber nicht nur Wankel, sondern alles querbeet, was Mazda gemacht hat. Steht sogar ein Cosmo-Sport dazwischen. Cosmo 110S,
Pickup. Wir haben eigentlich nur die Raritäten von Mazda hier stehen. Das ist die deutsche Seite und das war die japanische Seite. Okay. Die Rarität ist ein RX-2 mit Automatengetriebe. Das einzige Auto der Welt eines Wankelfahrzeuges mit einem Automatengetriebe. Okay. Einziger LKW mit einem Wankelmotor. Der Cosmo war der erste Zweischeibe. Die Leute glauben immer, der Ro80 war der erste. Nein. Der war 6 Wochen vorher. Zweischeibe heißt zwei Wankelzylinder quasi, wenn man es übersetzen will in die Ottomotorensprache. Das war das erste Serienfahrzeug, das in Europa angeboten worden ist. Der wurde 11 Tage in Franco-Spa im Dauerbetrieb von Journalisten betrieben, im Rennbetrieb. Deswegen ist auch da Überrollkäfig drin und so weiter. Das ist ein Dreischeiben-Wankel, den konnte man gar nicht kaufen. Der wurde eigentlich nur verschenkt in Japan an CEOs, die geholfen haben, die Firma Mazda den Le Mans-Sieg heimlich vorzubereiten. Sie wissen, nach dem Sieg ist Kreiskolbentechnik in internationalen Rennen verboten worden. Weil sie zu dominiert haben und Mercedes. Und, mit dem 787B oder wie er heißt. Ne? Die haben damit gedroht, an keinen Rennen mehr teilnehmen, weil es war zu dominant. Gut. Das ist der einzige Cabrio-Wagen von Mazda. Und das war der FD. RX-7. Das sind alles RX-7. Und der FD, die unterscheiden sich immer, heißen immer RX-7. Das sind dann die Generationen FC, FD. FD. Und FD waren die einzigen, die man mit Chip-Tuning von 285 PS auf 440 PS anheben konnte. Und die Schweizer haben die Software dazu und kommen laufend Schweizer und wollen das Auto kaufen. Es sind ja nur 55 Stück in Deutschland überhaupt verkauft worden, aber nicht an Endkunden, eigentlich nur als Händlerautos. Also in Kundenhand kamen so gut wie keine. Sieht man sehr, sehr selten rum. Muss man wirklich sagen. Unser Hubraum Riesen. Wahnsinn. Und hier die Bugatti-Ausstellung. Die Bugatti-Ausstellung. Und zwar, das fängt an, wir zeigen ja nur die Geschichte Jean Bugatti. Wir klammern den Ettore Bugatti ganz aus. Das macht Schlumpfmuseum. Wir haben uns auch mit denen geeinigt. Wir arbeiten die Jean Bugatti-Geschichte 39 bis zum Jean Bugatti war der Sohn von Ettore Bugatti? Der älteste Sohn von Ettore Bugatti. Der hat 34 das Werk übernommen. Der Vater ist ja ab 34 nach Paris gegangen, hat sich nie mehr um Autos gekümmert, hat Railways entwickelt, hat Fahrradhilfsmotoren, hat Flugmotoren entwickelt und so weiter, aber nie mehr Autos, weil es gab Probleme mit der Gewerkschaft. Und sie haben ihn mal ausgesperrt, er durfte nicht ins Werk. Und da hat die Gewerkschaft den Jean gefragt, ob er es nicht übernehmen konnte, obwohl sie wussten, dass er gar keine Ausbildung hatte. Er hat Schulen abgebrochen, kein Studium gemacht, gar nichts, keine Lehre. Aber er war künstlerisch ambitioniert, hat schon als 16-Jähriger für seinen Vater Karosserie-Designs gemalt. Er konnte aber nicht konstruieren, also und somit hat er es dann übernommen. Aber ab 34 hat er beschlossen, das ganze Ettore Bugatti Motorenkram wird gestoppt. 41% Ausfälle innerhalb der Garantiezeit. Nur noch, wir werden das ganz anders machen. Ich habe keine Ahnung von Motoren. Wir suchen die ganze Welt ab und suchen einen zuverlässigen Motortyp, der schon 2-mal Langstreckenrennen gewonnen hat. In Deutschland keinen gefunden, aber in Amerika Firma Miller. Und so kamen die 2 Nockenwellenmotoren nach Molsheim. So sahen die aus. Und somit hat er gesagt, der Vater hat 13 Modelle. Von manchen wird nur 1-2 Stück gebaut im Jahr. Wir stoppen alles, wir machen nur noch ein Fahrgestell, bieten 4 Standardkarosserien an. Ein Cabrio, ein Galibier, eine Limousine, eine Atalante und ein Ventoux. Ventoux haben wir keinen. Ne? Das ist ein zweitüriger Viersitzer. Das sieht in der Scheibe mehr schräg aus. Und das sind dann alles die T57? Immer T57. Genau. Aber die haben sich entwickelt. Serie 1, 2, 3 und SC. Und SC, das war die exklusivste Bauserie. Die zeigen wir offen, weil das versteht sonst keiner. Da kommt gleich hinten auch noch ein ganz besonderes Stück aus der Serie. Und zwar, das war das erste Auto, das man kaufen konnte, mit dem man auf der Straße 200 Stundenkilometer fahren konnte. Käuflich. War
Die SC, S heißt nicht Sport, sondern Sorbets. Okay. Sorbets heißt tiefer gebaut. Das sehen Sie daran, man hat die Hinterachsen durch den Rahmen durchgebaut. Die hat man nie mehr rausbekommen. Okay. Hätte man zerlegen müssen. Ja, ja. Ganz leichtes Fahrgestell, war auch nicht schwingend aufgehängt, wie bei den zivilen Autos, die gummigelagert waren. Nein, es waren richtig sportliche und sehr leichte Fahrgestelle. Gab es auch nur mit mit Coupés oder mit Cabrios. Sind nur 37 Stück gebaut worden. Und ein SC. C heißt Kompressor, also das ist der Kompressoranlage. Okay. Okay, das wusste ich auch noch nicht, ja. Und sehen Sie hier, mit Ladeluftkühler, mit Überladung. Ja. Und die waren immer doppelt so teuer wie ein normaler. Ja. 57. Okay. Ja? Die waren dafür aber 500 Kilo schwerer. Ja. Ja? Und mit denen fuhr man 160, 170. Ne? Ja, ja. Ja, und das sind die Originalfahrzeuge. Das sind auch alles Originale. Da steht immer die Nummern drauf. Ja, Fahrgestellnummer, Motornummer. Ja. Auch das hier ist ein ganz besonderes Auto. Das war bei uns 8 Jahre ohne Restaurierung. Berlin Gangloff. Gangloff war ein Coachbilder? Ist ein Coachbilder in Colmar. Ja, okay. Und das ist ein besonderes Auto insofern, Erstbesitzer war Shakespeare. Oh, wow. Deswegen wollte VW das unbedingt von uns haben. Ja. Und wollte damit angeben wahrscheinlich. Seht her, Ja. Bugattis wird immer von berühmten Leuten. Ja, ja, genau. Und ich habe es einfach als Denkmal früher da stehen gehabt, Ja. aber dann fing er an, Durchrostungen zu zeigen, hinten am Dach. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt wird er äußerlich mal geschweißt und auch äußerlich restauriert und die Chromteile gemacht. Aber innen ist er noch Originalzustand, Motor ist noch original. Ist auch ein Kompressorwagen. Und das war die letzte. Auch noch gut aus drin dafür, dass er original ist. Gut, aber also, ein bisschen angefressen ist der Himmel schon. Ja, ein bisschen natürlich, aber das muss schon sein, nicht schlecht. Ja. Jedenfalls, und das hier ist eine Symbiose, eine Zusammenarbeit mit Schlumpfmuseum. Ah ja. Und zwar, das war die letzte Entwicklung vor seinem Suizid. Er wollte als erster Hersteller ein Vollaluminiumauto der Welt bauen, indem er das Fahrgestell nicht mehr aus Stahlblech macht, sondern aus Aluminium. Ja. Und er wollte auch das erste Auto mit Flügeltürern machen. Ah, okay. Und dafür hat er sogar Patente anmelden lassen, nur, wo es erteilt wurde, aus München auch. Und aus Mailand war er schon 2 Wochen tot. Okay. Also hier ist Jean Bugatti. Alles Jean Bugatti. Das war seine letzte Entwicklung, wie es dort steht. Ja. Weil wir haben den einzigen T64-Motor gehabt mit 4,4 Liter und Pre-Select-Getriebe. Und zwar auch das erste Auto mit einem Drehmomentwandler. Ja. Sonst gab es ja nur Trockenkupplungen. Und die Schlumpfleute hatten das Fahrgestell Nummer 3 ohne Motor. Dann habe ich 1 Jahr versucht, von denen das Fahrgestell zu bekommen und sie haben 1,5 Jahre versucht, den Motor von uns zu holen. Bis wir gemerkt haben, mit Mulhouse kommt man nicht weiter. Okay. Weil die Leihgabe geht über die Landesgrenze von der Grande Nation. Ja. Also habe ich gemerkt, das geht nur, wenn wir das über das Kultusmuseum in Paris machen. Okay. Innerhalb von 1,5 Tagen haben wir die Genehmigung bekommen. Ach, guck mal. Da haben die aber auch geguckt, die Schlumpfleute. 2 Tage später waren wir da, haben es abgeholt. Ach cool. Wenn ich mir das angucke, finde ich schon fast schade, dass der nicht auf den Markt gekommen ist. Das sieht echt, echt gut, cool wir haben aus. es so als Relief hingebaut. Ne? Da ist der gute Jean Bugatti. Ah ja. So sah er aus. Ist mit 30 Jahren, war sein Leben zu Ende. Ja. Sie wissen schon, hat er die letzten 2 Wochen bekam er ein Kopfkino. Okay. So, man darf nicht vergessen, er war schwul. Das sind auch schon an den Socken, das sind Originalbilder. Das Kennzeichen der Schwulen gewesen. Da okay. Und hat sich aber die letzten 3 Wochen vor seinem Tod in eine mexikanische Tänzerin verliebt. Okay. Beim Besuch vom Bugatti Owners Club in London. Ja. Und die war in einem Nachtclub in London, da haben sie was gefeiert. Ja. Und zwar auch den letzten Le Mans-Sieg, Ja. den zweiten. Und die ist ihm dann sogar gefolgt nach Paris und hat ein Engagement in Paris angenommen, wollte sie mitnehmen zu seiner Mutter und sie vorzustellen. Die hat aber gleich empört reagiert. Nee, das geht gar nicht. Vom Stil her passt es gar nicht zu uns. Er soll sich lieber eine reiche Frau aus der
obere Gesellschaft suchen. Und das war das Erste. Das Zweite, erstmal als Schwuler, erstmalig im Leben kommt er mit Frauen in Berührung und kriegt sofort von seiner eigenen Mutter genau eine Ablehnung. Ja. Und einen Tag zuvor bekam er von seinem Vater aus Brüssel eine Depesche, weil das war immerhin eine Woche vor Kriegsbeginn in Deutschland. Ja. Er soll mal prüfen, ob es möglich ist, innerhalb von 4 Tagen die wichtigsten Werkzeugmaschinen in Molsheim eisenbahnverladbar hinzubekommen. Er ist im Moment in Brüssel und könnte das stillgelegte Minerva-Werk pachten, um die Produktion weg von der deutschen Grenze zu verlagern. Ja, okay. So, aber er war ja doch noch innerlich sehr verbunden mit dem kleinen Städtchen Molsheim, wo seine besten Freunde waren aus seiner schwulen Zeit. Das war ja sein ganzes Leben. Ja. Die Frau und dann kam also, wie gesagt, ein Kopfkino bei ihm zum Laufen, setzt sich abends, wo es schon dunkel war, in seinen Rennwagen, der gerade das 2. Le Mans gewonnen hat, so ein blauer G, und fährt auf einer geraden Strecke mit Tempo 200 plus, auf der es nur 2 Bäume gibt, den ersten Baum. Okay. Das war das Ende. Tragische Geschichte. Deswegen heißt es immer The Last French Bugattis. Okay, aha. Danach wurde es ja anders. Danach wurde es VW, beziehungsweise erst kam der Italiener, Ausflug mit den Italienern, genau. Und dann kam VW. Und das sind keine French Bugattis mehr. Ja, okay. Deswegen wollen wir aber auch nicht die Ettore Bugatti, das überlassen wir komplett den Schlumpfleuten. Ja. Weil die haben natürlich keine didaktische Sammlung, die haben wir von vielen Modellen 3-4 Mal dasselbe, weil die Schlumpfbrüder, die haben einfach ganze Sammlungen aufgekauft, ohne dezidiert strukturiert zu machen. Genau, das waren einfach Sammlungen, dadurch sind sie auch irgendwann pleite gegangen, ne? Weil sie einfach so viel Geld in Autos gesteckt haben. Ich war erst kürzlich da, ich glaube es waren 80 verschiedene Bugattis alleine da in der Sammlung. Vielleicht haben sie noch ein paar irgendwo anders stehen, aber im Depot sind noch welche. Wahnsinn, ja. Und deswegen, aber sie haben natürlich, die wichtigsten Sachen haben sie nicht. Sie haben zum Beispiel kein Corsica, sie haben kein TT Competition, sie haben keinen Le Mans-Sieger. Sie haben das nicht ist ein originales Auto? Nein. Okay. Es gibt kein Original mehr. Das ist verschrottet. Es gibt 3 gebaut. Ja. Ein Teiloriginales gibt es noch in den USA, im Simeon-Museum. Das ist ein Rennsportmuseum in Philadelphia. Ja. Ist auch fahrbereit, ist aber Karosserie ist neu gemacht worden bei denen. Ja. Ne? Wir haben Motor, haben wir auch, aber die Karosserie haben wir komplett neu gemacht. Sie haben kein 59, deswegen zeigen wir den offen. Sie haben kein Showcar, das ist der erste Showcar der Welt. Ja. Den haben wir nachgebaut, zusammen mit dem Bugatti Trust England. Ah, okay. Aber dafür müssen wir ihn weltweit ausleihen. War schon 3-mal ausgeliehen. Ah ja, okay. Weil so ist er auch nicht verkauft worden, sondern der wurde für die nächste Messe fahrbereit umgebaut mit geschwungenen Kurzflügeln. Und so ist er am ersten Messetag verkauft worden. Okay. Allerdings dem Besitzer bei einer Kaffeepause geklaut worden. Die Fahrgestellnummer ist nie mehr aufgetaucht. Das ist der Grund, warum der Bugatti Trust uns erlaubt hat, ihn komplett nachzubauen. Haben alle Pläne von dem bekommen, allerdings kein Geld. Okay, wow. Und die Auflage, wir müssen... Und ich dachte, die Geschichte von dem wäre interessant. Und ist sie auch. Und Ettore, was sag ich da, Atlantik. Ja. Gibt es auch nicht im Schlumpfmuseum. 2 Stück Originale gibt es. Da unten stehen die 2 Fahrgestelle. Genau, einmal von Ralph Lauren. Und einmal Ralph Lauren, der jeden anzeigt, wenn einer sein Auto nachbaut. Da oben ist nämlich das Originalbild von Ralph Lauren, den er fälschlicherweise von blau auf schwarz umlackiert hat, weil alle seine Autos schwarz sind. Ja, ja. Aber deswegen haben wir gesagt, guter Ralf, dein Auto ist das bekannteste, weil du dich immer am meisten wehrst. Dann machen wir unser Nachbar auch in schwarz. Okay. Aber durch Rechtsanwälte beraten, wenn man 3 optische Unterschiede macht, dann ist es keine Kopie. Dann ist es eine Recreation, ein Nachempfinden. Ja. Und dann fragen die Leute immer, ja, wo sind die Unterschiede? Dann haben sie gesagt, da sind die Originalbilder und da steht unser nachempfundene Karosserie. Sind diese Lufteinlässe auf dem Dach? Ja. Die beiden? Ja, die stimmen schon. 4-mal. 2 unten, da 2 unten. oben. Ah ja, okay. Und das reicht schon. Also, wir verraten es nicht. Wenn Rechtsanwälte kommen, die müssen selber gucken. Okay. Die machen dann Bilder und dann analysieren. Da hört man von denen nie mehr was. Ja. Manchmal. Also das muss ich sagen, für mich einer der schönsten Autos auch aller Zeiten, wirklich. Ja, unser ist schöner geworden. Wissen Sie warum? Weil? Und unser ist der originalste, weil Eric Cooks hat ja
das große Glück gehabt, dass er von dem ersten Fahrzeug, von dem Erstbesitzer Rothschild, vom Rothschild-Wagen, der war ja noch blau, bevor er nach Amerika an den Ralph Lauren verkauft worden ist, durfte er 1979 Gipsabdrücke von der Karosserie machen. In England. So, und mit diesen Gipsabdrücken hat er die ersten 3 Stück in GFK gemacht. Die ersten waren mit dem Alpha-Motor, später war eine GFK-Karosserie mit einem Jaguar-Motor. So stand er auch im Autohaus, in einem Zeithaus bei VW, wissen Sie. Es war eine GFK-Karosserie vom Eric Cox und ein Jaguar-Motor drin. So. Ich habe denen auch gesagt, also Leute, baut lieber den Motor aus. Die Leute fahren doch mit so einer Hand, mit einem Handystab drunter und dann blöken sie rum. Was haben sie gemacht? Schon vor 8 Jahren den Motor ganz rausgebaut. Und dann haben sie bei mir auch schon mal über ihren Restaurator gefragt, ob ich die Teile, sie wollen einen Originalmotor aufbauen. Gut, bei 57 und 59 haben wir die größte Sammlung weltweit. Und haben natürlich auch viele Teile, weil wir haben immer ganze Sammlungen aufgekauft, die aber nur 57 gemacht haben, aber aus Gründen aufgegeben haben. Entweder biologisch begründet, Ende eines Lebens oder wie auch immer. Oft von einer Witwe, diese Atalante, haben wir von einer Witwe gekauft, noch im zerlegten Zustand. Ich habe das am Telefon sofort gekauft, sie hat es einem Händler gegeben. Es war, sagen wir, preiswert, 75.000 Pfund. Also für einen Bugatti, für ein Atalante nicht schlecht als Kompressorauto. Habe ihm gleich 15.000 Pfund sofort angewiesen und damit war es für uns geblockt. 35 andere Leute auf der ganzen Welt haben sich darum gestritten. Ich bin aber gleich hingefahren mit einem Anhänger zum Einladen. Mit einem LKW und einem Anhänger, weil es war alles noch getrennt, alles zerlegt. Dann hat er gesagt, ja, aber die Witwe gibt es nur frei, wenn das ganze Geld auf ihrem Konto ist. Jetzt sind wir hingefahren. Ja, aber ihr Geld ist nicht da. Ich habe es von der Commerzbank überweisen lassen. Ja, es war ein kleinerer Ort. Auf der Barclays Bank war kein Geld. So, dann musste ich übernachten. Ich war gar nicht für eingerichtet. Ich habe gedacht, hinfahren, aufladen, wieder heimfahren durch den Tunnel. Nee, die Witwe gibt diese ganze Sammlung nicht frei. Ich musste dann am nächsten Tag wieder hin. Ja, ist immer noch nicht da. Bin ich 3-mal auf die Bank. Ist das Geld jetzt da? Kann ich aufladen? Sagt er, ja, jetzt wird es aber lästig. Das ist eine alte Dame, die ist auch schon 84. Wir machen das anders. Ich gehe im Safe, hole mal 2 Packen Pfundnoten raus und rufe sie an, soll mal kommen. Ja, es ist Geld gekommen aus London von der Clearingstelle. Sagt sie, okay, alles wieder zurück aufs Konto. Der Mann kann einladen. Aber erst 3 Tage später hat die Bank mich angerufen. Jetzt ist es überwiesen worden von der Clearingstelle in London. Wie lange ist das her? Das war vor 7 Jahren. Vor 7 Jahren, Da gab es noch keinen Brexit. Aber die Bankwesen war schon langsam. Die hatten noch ihr English Pound, immer noch. Und so ist der entstanden. Ne? Cool. Der Atalante, 728. Die haben ja alle Nummern, kann man im Register alles nachschauen. Nach einer Stunde im Museum haben wir erst die Hälfte der Ausstellung gesehen. Wer mal vorbeikommen möchte, dem empfehlen wir unbedingt eine Führung mitzumachen, um die Geschichten hinter den Exponaten zu erfahren. Der Eintritt kostet 10 €. Schüler und Studenten zahlen 5.